Eine dünne Löwin läuft lautlos durch die ausgedörrten Graslandschaften des Madikwe-Reservats. Es war einst ein starkes Mitglied des Rudels, aber jetzt ist es nur noch ein verblassender Schatten. Bei jeder Jagd wurde es immer vertrieben, weil ihm keine Nahrung mehr blieb. Nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Löwen war er verletzt und nicht mehr in der Lage, um Nahrung zu konkurrieren. Die Kratzer auf seiner Haut waren noch nicht verheilt, sein Magen knurrte und seine Augen waren voller Verzweiflung. Jedes Mal, wenn die Herde ihre Beute erlegt, wagt sie es nur, weit weg zu stehen und zuzusehen, und zieht dann leise davon. Da er nirgendwo hin konnte, war er gezwungen, wie ein Vagabund in der ausgedörrten Wildnis zu leben. Sein Fell war struppig, jeder Schritt war schwer, jeder Atemzug schien ihm die letzte Hoffnung zu nehmen. Niemand kümmert sich mehr darum, nicht einmal seine eigene Artgenossen, sie bedrohen es sogar. Die Löwin beschloss, das Gebiet zu verlassen und weit wegzugehen dorthin, wo niemand hingehörte. Er folgt einem Pfad, der zu den steilen Klippen westlich des Reservats führt. Durstig und erschöpft suchte es nach einer Pfütze oder einer nassen Spur. Als es sich der Felskante näherte, rutschten seine Hinterfüße in das feuchte Moos, das an der Oberfläche klebte. Der schwere Körper konnte das Gleichgewicht nicht halten, geriet ins Schwanken und stürzte in den Abgrund. Der Sturz war nicht tödlich, aber hoch genug, um Schmerzen und Panik auszulösen. Es versuchte, aus dem Loch zu klettern, aber die rutschige Klippe machte alle Bemühungen aussichtslos. Halb im Wasser versunken, kalt und dunkel, stöhnte es aus Angst, verlassen zu werden. Ein Bein war verstaucht, der Magen war leer und die Krallen bluteten vom Versuch, sich an Felsen festzuhalten. Es schrie auf, doch das Stöhnen verklang, als sein Körper schwächer wurde und sein Glaube fast schwand. Die Sonne ging unter, Dunkelheit senkte sich über den Ort, an dem sie gefangen war, kalt und hoffnungslos. Da ihm niemand seiner Art zu Hilfe kam, konnte es nur auf ein Wunder hoffen. Es lag da, keuchte und starrte mit den Augen zum Rand des Abgrunds hinauf, als würde es darauf warten, dass jemand auftauchte. Und dann erschreckte es ein seltsames Geräusch auf der Klippe und Hoffnung keimte auf. Rana Samuel Tabo fuhr wie jeden Morgen an den Klippen entlang. Er ist ein Mann, der sein ganzes Leben lang mit Madikwe verbunden war und jedes Geräusch und jeden Geruch des Windes hier kennt. Als der Wagen abbog, hörte er unten ein seltsames Geräusch, das an ein leises Ächzen erinnerte. Er blieb stehen, ging zum Rand des Felsens, beugte sich vor und blickte fassungslos nach unten. Unter dem Felsen lag eine Löwin schlaff im dunklen Wasser. Seine Augen blickten zu ihm auf schwach, aber immer noch voller wortlosem Flehen. Samuel flüsterte sofort: Hab keine Angst, ich bin hier, ich lasse dich nicht allein. Er rief das Walkie-Talkie an, aber das Signal war schwach und er konnte die Zentrale nicht erreichen. Ohne zu zögern nahm er seinen Hut ab und legte sich an den Rand der Klippe, um sie zu trösten. Seine sanfte Stimme schien die Löwin zu beruhigen. Es knurrte leise, lag dann still da und sah ihn an, während seine Augen jede seiner Bewegungen verfolgten. Warte auf mich, ich ziehe dich hoch, sagte Samuel leise und rutschte die Felskante hinunter. Keine Seile, keine Rettungsgerötte, nur Entschlossenheit und starke Hände. Der Wind frischte auf, doch er behielt das zitternde Tier unter sich im Auge. Dies war nicht das erste Mal, dass er ein wildes Tier gerettet hatte, aber es war die emotionalste Zeit seines Lebens. Samuel bückte sich, packte die Vorderpfote der Löwin und versuchte, sie Stück für Stück hochzuziehen. Die Löwin leistete keinen Widerstand, sondern machte langsam mit, als ob sie verstünde, was vor sich ging. Sein Körper war von der Anstrengung angespannt, Schweißtropfen tropften auf die trockene, rissige Steinkante. Nach einigen Minuten des Versuchens wurde die Hälfte des Löwenkörpers an den Rand des Felsens gebracht. Samuel hielt sich fest und benutzte seine Knie, um das Gleichgewicht zu halten. Nur noch ein bisschen. Er beugte sich nach vorne, nahm all seine Kraft zusammen und zog ein letztes Mal. Der gesamte Körper der Löwin glitt keuchend neben ihm über den Steinboden. Beide lagen in der heißen Sonne, erschöpft, aber am Leben. Ohne lange zu warten, rief er seinen Kollegen an und bat ihn, ihn mit einem Tierarztwagen abzuholen. Während er es auf die Trage legte, hielt er Augenkontakt, um es zu beruhigen. In der Klinik des Schutzgebiets überprüfte der Tierarzt sofort seinen Zustand.
Fazit: Es war erschöpft, stark unterernährt und hatte eine leichte Verstauchung im rechten Bein. Samuel bat um Erlaubnis, es unter ärztlicher Aufsicht zur Selbstpflege behalten zu dürfen. Es war nicht nur ein Löwe, für ihn war es ein Leben, das geschützt werden musste. Von diesem Tag an nannte er es Luma, was auf Tswana Licht bedeutet. Jeden Tag kam Samuel, saß am Käfig, fütterte und redete wie ein freundlicher Vater. Luma war zunächst misstrauisch, begann dann aber, Futter aus seiner Hand zu nehmen. Regelmäßige Mahlzeiten helfen seinem Körper, sich schnell zu erholen. Nach 2 Wochen war die Wunde verheilt, das Fell begann zu glänzen und die Augen erwachten allmählich zum Leben. Luma begann, im Käfig auf und ab zu gehen und rieb sich sogar an den Gitterstäben, als er ihn kommen sah. Samuel spürte deutlich, dass er nicht mehr der schwache Löwe war, der er einmal war. Einen Monat später bestätigten die Ärzte, dass es vollkommen gesund sei und wieder eingegliedert werden könne. Doch anstatt ihn zu seinem alten Rudel zurückzubringen, schlug Samuel vor, ihn mit einem einzelnen männlichen Löwen zu verkuppeln. Die Geschäftsführung stimmte zu und das schicksalshafte Treffen stand bevor. Luma wurde in ein separates Gebiet gebracht, in dem ein männlicher Löwe namens Nuro allein lebte. Sie sahen sich an, knurrten nicht, sondern gingen einfach im Kreis und saßen dicht beieinander. Der Beginn eines Neuanfangs, dieses Mal nicht allein. Samuel beobachtete das Ganze aus der Ferne und es wurde ihm warm ums Herz, als er sah, dass Luma einen neuen Gefährten hatte. In den Anfangstagen jagten, spielten und lagen die beiden Löwen nebeneinander im Schatten der Bäume. Die Gefühle zwischen ihnen entwickelten sich ganz natürlich, ohne Zwang, als wären sie füreinander geschaffen. 3 Monate später verkündete der Arzt, Luma war schwanger und bei bester Gesundheit. Samuel lachte, als er die Nachricht hörte. Er hatte nicht erwartet, dass sich sein kleines Mädchen auf so wundersame Weise erholen würde. Er bat um die Erlaubnis, eine separate Pufferzone zu errichten, damit Luma während ihrer gesamten Schwangerschaft betreut werden könne. Um Luma nicht zu stressen, wurde auch Nuro in der Nähe gehalten. Gesundes Futter, regelmäßige Kontrolluntersuchungen und ständige Aufmerksamkeit. Luma wird wie eine richtige Mutter umsorgt. Im 4. Monat war sein Bauch deutlich geschwollen, er wurde langsamer und ruhte sich oft im Schatten der Bäume aus. Samuel streichelte oft seinen Rücken und flüsterte ihm etwas zu, als würde er mit einem Menschen sprechen. Am frühen Morgen des 160. Tages brachte Luma in einem geschützten Gehege 3 gesunde Löwenjunge zur Welt. Nuro stand draußen und schaute mit väterlichem Blick hinein. Luma leckte sanft das Fell ihres Welpen, während ihre Augen immer noch nach Samuel suchten. Als er eintrat, sah es ihn mit tiefer Dankbarkeit in den Augen an. 3 kleine Löwen wurden geboren, ein Beweis für Stärke und bedingungslose Liebe. Samuel nannte die 3 Löwenjungen Tumo, Dinio und Paco, was Hoffnung, Gnade und Geschenk bedeutet. Luma lebt jetzt mit Nuro und ihren 3 Kindern in der Halbwildnis, sicher und friedlich. Besucher von Madikwe hören immer von Luma, dem Löwen und seinem Retter. Samuel besucht Lumas Gegend noch immer täglich und ist dabei von stillem Stolz erfüllt. Das Leben in der Wildnis ist hart, aber hier wirkt die Liebe Wunder. Lieber Freund, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Geschichte zu verfolgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.